Lektion 1. Schreibwarenenthusiasten. Hey Anna, kann ich dich etwas fragen? In letzter Zeit beschäftige ich mich wirklich mit Schreibwaren. Oh, das ist so interessant. Ich bin selbst ein großer Fan von Schreibwaren. Was fasziniert Sie daran? Nun, ich liebe einfach die Vielfalt an Stiften, Notizbüchern und anderem Büromaterial. Es ist so befriedigend, den perfekten Stift zu finden oder Dinge in ein schönes Tagebuch zu schreiben. Ich verstehe das vollkommen. Schreibwaren können so eine Quelle der Freude und Kreativität sein. Haben Sie Lieblingsmarken oder Artikel, die Sie entdeckt haben? Definitiv. Ich mag eine japanische Stiftfirma wirklich. Ihr Tintenfluss ist einfach unglaublich. Und ich habe gerade dieses tolle Notizbuch mit Ledereinband gefunden, das zu meiner ersten Anlaufstelle für all meine Notizen geworden Das ist. klingt unglaublich. Ich würde gerne deine Schreibwarensammlung irgendwann sehen. Vielleicht könnten wir sogar zusammen einen kleinen Einkaufsbummel für Schreibwaren machen. Das ist eine tolle Idee. Ich würde mich sehr freuen, Ihnen meine Sammlung zu zeigen. Und ein Einkaufsbummel klingt wunderbar. Ich wette, wir könnten ein paar echte Juwelen finden. Wunderbar. Ich kenne das perfekte kleine Schreibwarengeschäft in der Innenstadt, das die einzigartigsten und hochwertigsten Artikel anbietet. Wir müssen bald einen Besuch planen. Fantastisch, ich kann es kaum erwarten. Das wird so viel Spaß machen. Ich liebe es, jemanden zu haben, mit dem ich mich über Schreibwaren informieren kann. Ich auch. Es ist immer aufregender, eine solche Leidenschaft mit einem anderen Enthusiasten zu teilen. Das wird ein großartiges Bindungserlebnis sein. Absolut. Okay, ich mache mir im Kopf schon eine Liste mit all den Dingen, die ich im Laden auschecken möchte. Das wird episch. Ich kann sagen, dass du dich wirklich darauf freust. Das wird eine so tolle Zeit. Ich freue mich darauf, John. Toll, ich auch. Okay, ich fange an, unser Schreibwarenabenteuer zu planen. Bis später, Anna. Lektion 2. Reisearrangements. Hey Anna, ich freue mich auf die Reise. Ich werde mein Bestes tun, um das von dir erwähnte zusätzliche Gepäck unterzubringen. Hallo John, danke. Ich weiß das zu schätzen. Wie lange wirst du bleiben? Ich werde eine Woche dort sein. Ich möchte so viel wie möglich erkunden. Das klingt perfekt. Haben Sie eine Liste von Orten, die Sie besuchen möchten? Ja, ich plane, die historischen Stätten und vielleicht einige lokale Märkte zu besichtigen. Tolle Auswahl. Lokale Märkte sind fantastisch, um die Kultur zu erleben. Genau. Ich kann es kaum erwarten, Streetfood zu probieren. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Probieren Sie auf jeden Fall die lokalen Spezialitäten. Bei Straßenhändlern schmecken sie oft besser. Gute Idee. Ich werde nach beliebten Imbissständen Ausschau halten. Begleiten Sie mich auf irgendeinem Teil der Reise? Ich wünschte, ich könnte. Ich habe Verpflichtungen, aber im Geiste werde ich bei dir sein. Ich werde viele Fotos teilen, damit du das Gefühl hast, dort zu sein. Das fände ich toll. Es wird Spaß machen, alles mit deinen Augen zu sehen. Ganz gewiss. Ich werde auch ein Reisetagebuch führen, damit ich mich an alle Details erinnern kann. Das ist eine tolle Idee. Es wird schön sein, später auf diese Erinnerungen zurückzublicken. Genau.
Ich werde das Beste daraus machen und jedes Abenteuer mit dir teilen. Lektion 3: Visionen der Regierungsführung. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit viel über die Rolle der Regierung nachgedacht. Wie sollte Ihrer Meinung nach eine ideale Regierung aussehen? Das ist eine faszinierende und komplexe Frage, John. Ich würde sagen, eine ideale Regierung sollte eine sein, die den Menschen dient und das Gemeinwohl fördert. Kannst du das etwas näher erläutern? Welche spezifischen Eigenschaften oder Prinzipien sind Ihrer Meinung nach wichtig? Nun, ich glaube, eine Regierung sollte transparent und rechenschaftspflichtig sein und sich auf die Bedürfnisse und das Wohlergehen ihrer Bürger konzentrieren. Sie sollte die Rechte und Freiheiten des Einzelnen schützen. Okay, das macht Sinn. Würden Sie also sagen, dass Dinge wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der Schutz der Menschenrechte Schlüsselelemente sind? Absolut. Meiner Ansicht nach sind dies alles wichtige Bestandteile einer guten Regierungsführung. Die Regierung sollte auch auf den Willen der Menschen eingehen. Ich verstehe. Und was ist mit Dingen wie Effizienz und Pragmatismus? Wie wichtig sind diese Faktoren? Auch sehr wichtig. Eine effektive Regierung sollte in der Lage sein, rechtzeitig und praktisch Entscheidungen zu treffen und politische Maßnahmen umzusetzen. Interessant. Es geht also nicht nur um die hohen Ideale, sondern auch um das A und O, um kompetent zu regieren. Genau. Rhetorik und Vision müssen mit der Fähigkeit einhergehen, sie umzusetzen und Ergebnisse für die Bürger zu erzielen. Halm, das ist ein gutes Argument. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Prinzipien und Pragmatismus. Exakt. Die ideale Regierung sollte beides verkörpern, die Wahrung der Kernwerte und gleichzeitig eine gut geölte, funktionierende Maschine sein. Faszinierend. Sie haben mir viel zum Nachdenken gegeben, wenn es darum geht, was wirklich effektives Regieren ausmacht. Ich freue mich, dass ich Denkanstöße geben konnte, John. Es ist ein komplexes Thema, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall. Okay, ich werde über diese Ideen einer guten Regierungsführung noch ein bisschen nachdenken. Danke für die aufschlussreiche Diskussion. Jederzeit. John, es macht mir Spaß, diese großen Fragen mit Ihnen zu untersuchen. Lass mich wissen, wenn du noch weitere Gedanken hast, die du auspacken möchtest. Das werde ich tun. In Ordnung. Zurück zur Konzipierung des perfekten Regierungssystems. Bis später. Lektion 4: Der ewige Traum der Demokratie. Hey Anna, ich habe mich gefragt, ob du irgendwelche Gedanken zum Zustand der Demokratie in unserem Land hast. Absolut. John, als Bürger glaube ich fest an den demokratischen Prozess und den dauerhaften Traum, den er darstellt. Ich stimme zu, es ist ein so grundlegender Bestandteil unserer nationalen Identität. Aber manchmal fühlt es sich an, als ob dieser Traum bedroht ist. Sie äußern berechtigte Bedenken. Demokratie erfordert ständige Wachsamkeit und Engagement der Menschen. Aber ich glaube immer noch an die Zukunft dieser Nation. Das Auf ist jeden beruhigend Fall. zu hören. Bürgerschaftliches Glauben Sie, Engagement, dass wir auf Wahlen und die konkrete Weise daran Rechenschaftspflicht unserer arbeiten können, Staats- und unsere Regierungschefs sind von demokratischen entscheidender Institutionen zu Bedeutung. stärken und zu Wir schützen? dürfen nicht selbstgefällig werden. Richtig. Wir alle haben die Verantwortung, aktiv am demokratischen Prozess teilzunehmen. Was sind Ihre Gedanken zum aktuellen Stand des politischen Diskurses? In den letzten Jahren ist es sicherlich polarisierter und spaltender geworden. Aber ich glaube immer noch,
dass wir durch einen offenen und respektvollen Dialog eine gemeinsame Basis finden können. Das ist ein gutes Argument. Es ist so wichtig, Wege zu finden, um Spaltungen zu überbrücken und uns auf unsere gemeinsamen Hoffnungen für das Land zu konzentrieren. Absolut. Auch wenn wir anderer Meinung sind, sitzen wir als Amerikaner alle im selben Boot. Kompromisse einzugehen und zusammenzuarbeiten ist entscheidend. Ich stimme zu. Die Aufrechterhaltung dieses Gefühls der nationalen Einheit, auch angesichts von Unterschieden, ist für die Gesundheit unserer Demokratie von entscheidender Bedeutung. Exakt. Wenn wir unsere demokratischen Ideale und unser gemeinsames Engagement für dieses Land aus den Augen verlieren, ist der Traum, an den wir glauben, in Gefahr. Gut gesagt. Gut, das war eine wirklich zum Nachdenken anregende Diskussion. Anna, viel zum Nachdenken, wenn es um den Zustand unserer Demokratie geht. Ich freue mich, dass wir diesen bedeutungsvollen Austausch haben konnten, John. Es ist so wichtig, diese Gespräche am Laufen zu halten. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Absolut. Okay, zurück zum Nachdenken über die anhaltende Macht des demokratischen Prozesses. Wir sehen uns später. Lektion 5. Genießen Sie die lokale Küche. Hey Anna, ich wollte dir über etwas den Kopf zerbrechen. Wenn Sie reisen, legen Sie Wert darauf, die lokale Küche zu probieren? Absolut, John. Ich betrachte die Erkundung der lokalen Küche immer als einen der Höhepunkte jeder Reise, die ich unternehme. Ich stimme zu, es ist eine tolle Art, in die Kultur einzutauchen und einen echten Eindruck von einem Ort zu bekommen. Auf jeden Fall. Die Aromen, Zutaten und Zubereitungsmethoden können Ihnen wirklich wertvolle Einblicke in ein Reiseziel geben. Vollkommen. Haben Sie lokale Lieblingsgerichte oder kulinarische Erlebnisse, die Sie auf Reisen gemacht haben? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich hatte so viele tolle kulinarische Abenteuer. Aber eine, die wirklich auffällt, war die Streetfood-Szene in Thailand. Oh, das klingt unglaublich. Welche Gerichte konntest du dort probieren? Alle Arten von köstlichen Currys, Nudelgerichten sowie gegrilltem Fleisch und Meeresfrüchten. Die Aromen waren einfach so lebendig und einzigartig. Wow, das klingt absolut köstlich. Ich wette, die Atmosphäre beim Erkunden der Straßenstände hat das Erlebnis auch noch verstärkt. Unbedingt. Die Energie und der Trubel der Nachtmärkte waren einfach unvergesslich. Es fühlte sich wirklich wie ein Angriff auf die Sinne auf die beste Weise an. Das kann ich mir vorstellen. Das ist die Art von kulturellem Eintauchen, die man nirgendwo anders replizieren kann. Exakt. Das Probieren der lokalen Küche ist ein wesentlicher Bestandteil des Verständnisses eines neuen Ortes. Es ist ein Fenster in das Herz und die Seele der Kultur. Ich liebe diese Perspektive. Es macht mir Lust, meine nächste Reise rund um die Entdeckung der regionalen Spezialitäten zu planen. Du solltest es auf jeden Fall tun, John. Kulinarischer Tourismus ist so lohnend. Du kommst mit einer so tieferen Wertschätzung davon. Toll, ich bin überzeugt. In Ordnung. Zeit, mit der Recherche nach den besten Feinschmeckerzielen auf meiner Reisebucketliste zu beginnen. Klingt nach einem Plan. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine zukünftigen kulinarischen Abenteuer zu erfahren, John. Guten Appetit. Haha, wird reichen. In Ordnung. Zurück zu meinen Tagträumen rund um das Essen auf Reisen. Bis später, Anna. Lektion 6. In Nachhaltigkeit investieren. Hey Anna,
Ich wollte deine Gedanken zu etwas hören. Denken Sie, dass es sich lohnt, in nachhaltigere Geschäftsangebote zu investieren? Das ist eine wichtige Frage, John. Ich glaube, der Übergang zu nachhaltigeren Praktiken ist von entscheidender Bedeutung, sowohl für die Umwelt als auch für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Ich stimme zu. Es scheint, als ob heutzutage immer mehr Verbraucher umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen verlangen. Auf jeden Fall. Nachhaltigkeit wird zu einem Schlüsselfaktor, den Unternehmen berücksichtigen müssen, um für ihre Zielmärkte relevant und attraktiv zu bleiben. Das macht Sinn. Was sind Ihrer Meinung nach also einige der Hauptvorteile einer Investition in nachhaltige Angebote? Nun, es gibt natürlich auch Vorteile für die Umwelt, wie die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und des Ressourcenverbrauchs. Aber es gibt auch kommerzielle Vorteile. Wie zum Beispiel, ich bin neugierig, mehr über das Geschäftsszenario für Nachhaltigkeit zu erfahren. Dinge wie ein verbesserter Ruf der Marke, Kosteneinsparungen durch Effizienzsteigerungen und die Fähigkeit, wachsende grüne Verbrauchersegmente zu erschließen. Ah, ich verstehe. Das ist wirklich aufschlussreich. Es geht nicht nur darum, das Richtige zu tun, sondern auch darum, das Unternehmen für langfristigen Erfolg zu positionieren. Exakt. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein nettes Extra, sie wird zu einer strategischen Notwendigkeit für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen. Das ist ein gutes Argument. Denken Sie also, dass die meisten Unternehmen mit diesem Wandel Schritt halten, oder gibt es immer noch viele Nachzügler? Ich würde sagen, es gibt eine Mischung. Einige Branchenführer setzen sich wirklich für Nachhaltigkeit ein, während andere immer noch aufholen. Aber der Druck, umweltfreundlich zu werden, wird nur zunehmen. Interessant. Nun, das hat mir viel zum Nachdenken gegeben, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit bei der Geschäftsplanung und Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. Ich freue mich, dass ich eine nützliche Perspektive bieten konnte, John. Es ist ein komplexes Thema, aber eines, das für die Zukunft der Wirtschaft und des Planeten von entscheidender Bedeutung ist. Absolut. Okay, Zeit für mich eingehender mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und Best Practices zu befassen. Danke für den aufschlussreichen Z. Lektion 7. Einen leckeren Salat zubereiten. Hey Anna, ich denke darüber nach, heute einen schönen Salat zum Mittagessen zuzubereiten. Hast du irgendwelche Tipps? Absolut, John. Ich helfe Ihnen gerne dabei, einen leckeren und nahrhaften Salat zusammenzustellen. Toll. Welche Zutaten nimmst du normalerweise gerne in deine Salate auf? Nun, ich beginne immer mit einer Basis aus knackigem Gemüse, Dingen wie Spinat, Rucola oder gemischtem Gemüse. Dann füge ich gerne etwas knuspriges Gemüse hinzu. Okay, das macht Sinn. Welche Art von Gemüse würdest du empfehlen? Dinge wie gehackte Gurken, Paprika, Karotten und Kirschtomaten funktionieren sehr gut. Sie verleihen eine großartige Textur und einen großartigen Geschmack. Ich hab's. Ich werde auf jeden Fall einige davon mit einbeziehen. Und was ist mit Proteinen oder anderen Belägen? Mal sehen. Gegrilltes Hähnchen oder Lachs sind immer gute Proteinoptionen. Und du könntest auch ein paar Nüsse, Samen oder sogar gewürfelte Avocado hinzufügen. Oh, Avocado klingt köstlich. Und was ist mit Käse? Haben Sie einen Lieblingskäse für Salate? Ich liebe eine gute Prise zerbröckelten Feta oder geriebenen Cheddar. Die Cremigkeit und Salzigkeit ergänzen die anderen Geschmacksrichtungen wirklich. Toll, das klingt alles unglaublich. Okay,
Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Haha, ich bin mir sicher, welcher Salat du auch zusammenstellst, er wird absolut köstlich sein, John. Vergiss nur nicht, alles schön zu zerkleinern. Gute Entscheidung. Ich muss sicherstellen, dass alles mundgerecht und einfach zu genießen ist. In Ordnung. Zeit zum Hacken. Klingt nach einem Plan. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie dein Salat schmeckt. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie unterwegs weitere Tipps benötigen. Werde ich machen. Danke, Anna. In Ordnung. Zurück zu meiner Mission zum Gemüseschneiden. Bis später. Lektion 8. Der geheimnisvolle Schrank. Hey Anna, kann ich dich etwas Seltsames fragen? Ich glaube, da könnte etwas in meinem Schrank sein. Oh mein Gott, wirklich. Was meinst du, John? Hast du da drin etwas Verdächtiges gesehen oder gehört? Nun, letzte Nacht dachte ich hätte ein Geräusch aus dem Schrank gehört, also habe ich nachgeforscht. Aber als ich es öffnete, war nichts da. Wie neugierig. Hast du zufällig noch etwas Ungewöhnliches an dem Schrank gesehen oder gespürt? Nicht wirklich. Ich stand einfach da und starrte es eine Weile an, in der Hoffnung, einen Blick darauf zu erhaschen, was auch immer da drin sein könnte. Das ist ein bisschen nervig. Hattest du schon andere seltsame Erfahrungen mit dem Schrank? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Bis gestern Abend war es nur ein normaler Schrank. Langsam frage ich mich, ob ich mir das nur eingebildet habe. Nun, ich würde es nicht so schnell abtun, John. Unsere Sinne können manchmal Dinge wahrnehmen, die wir vielleicht nicht ganz verstehen. Das ist wahr. Vielleicht ist mit dem Schrank mehr los, als man denkt. Ich wünschte nur, ich wüsste, was es war. Ich kann deine Neugier und Sorge verstehen. Hast du darüber nachgedacht, es genauer im Auge zu behalten, vielleicht sogar eine Kamera aufzustellen? Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich könnte versuchen, es diskret zu überwachen, um zu sehen, ob etwas passiert. Dann hätte ich wenigstens ein paar Beweise. Exakt. Es ist immer besser, sich solchen Mysterien methodisch zu nähern, als ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Du hast recht. In Ordnung. Ich werde eine kleine Überwachung für diesen Schrank einrichten. Hoffentlich gehe ich der Sache auf den Grund. Ich bin sicher, das wirst du, John. Sei einfach vorsichtig und halte mich auf dem Laufenden, was du entdeckst. Das klingt nach einem ziemlich faszinierenden Geheimnis. Werde ich tun. Anna. Okay. Zurück zu meinen Pflichten als Schrankbewachung. Wir sehen uns später. Lektion 9. Bekämpfung des moralischen Verfalls. Hey Anna, ich wollte deine Gedanken zu etwas hören, das mich in letzter Zeit beschäftigt. Natürlich. John, was hat dich beunruhigt? Ich bin hier, um zuzuhören. Nun, ich habe mir Sorgen um den Zustand unseres moralischen Klimas gemacht. Weißt du? Es fühlt sich einfach so an, als gäbe es so viel Verfall und Korruption. Ich verstehe, was du meinst. Es kann entmutigend sein, die Erosion ethischer Standards in der Gesellschaft mitzuerleben. Exakt. Und es geht nicht nur um aufsehenerregende Skandale, es geht auch um die kleinen Dinge, die beiläufige Missachtung von Recht und Unrecht. Das ist eine tiefgründige Beobachtung, John. Die Fäulnis beginnt oft mit den kleinen Kompromissen, der Normalisierung unethischen Verhaltens. Genau. Es ist,
als bröckelt das gesamte moralische Fundament und ich mache mir große Sorgen um die Zukunft. Ich teile deine Sorge, John. Es ist ein komplexes Problem ohne einfache Lösungen, aber wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Also, was denkst du kann getan werden? Wie gehen wir vor, um eine stärkere moralische Kraft in unseren Gemeinschaften wiederherzustellen? Nun, ich glaube, es beginnt damit, dass jeder von uns persönliche Verantwortung übernimmt. Mit Integrität leben und mit positivem Beispiel vorangehen. Das macht Sinn. Aber wie bringen wir andere dazu, diesem Beispiel zu folgen? Es fühlt sich an wie ein harter Kampf gegen die Flut des moralischen Verfalls. Sie sprechen einen gültigen Punkt an. Es erfordert konzertierte Anstrengungen an mehreren Fronten: Bildung, bürgerschaftliches Engagement und die Rechenschaftspflicht von Führungskräften. Ähm, Du hast recht. Es wird einen mehrgleisigen Ansatz erfordern. Aber ich bin überzeugt, dass sich dieser Kampf lohnt. Absolut. John, die Gesundheit unserer Gesellschaft hängt davon ab. Wir müssen bereit sein, für das Richtige einzustehen, auch wenn es schwierig ist. Ich stimme voll und ganz zu. In Ordnung. Sie haben mir viel zum Nachdenken gegeben, wenn es darum geht, Teil der Lösung zu sein. Ich freue mich, dass ich einige hilfreiche Perspektiven bieten konnte, John. Es ist ein andauernder Kampf, aber ich glaube, dass wir ihn gewinnen können, wenn wir zusammenarbeiten. Auf jeden Fall. Okay, Zeit für mich, darüber nachzudenken, wie ich zum Wiederaufbau unserer moralischen Grundlagen beitragen kann. Danke für das Gespräch, Anna. Jederzeit. John, ich bin hier, falls Sie jemals diese wichtige Diskussion fortsetzen möchten. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Bemühungen. Ich weiß es zu schätzen. In Ordnung. Zurück zum Nachdenken über das A und O einer moralischen Erneuerung. Bis später. Lektion 10. Sich alternative Zukünfte vorstellen. Hey Anna, ich habe neulich eine Geschichte gelesen, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Die Autorin stellte sich vor, wie ihr eigenes Leben anders verlaufen sein könnte. Das ist ein faszinierendes Konzept, John. Ich kann mir vorstellen, dass die Erforschung alternativer Lebenswege zum Nachdenken anregen kann. Exakt. In der Geschichte fragt sich die Autorin, was wäre, wenn ihre Großeltern andere Entscheidungen getroffen hätten, wie sich ihr Lebensweg dadurch verändert haben könnte. Ich verstehe. Es ist faszinierend zu bedenken, wie die scheinbar kleinen Entscheidungen, die unsere Vorfahren treffen, einen so tiefgreifenden Einfluss auf unser eigenes Leben haben können. Absolut. Die Autorin befasst sich wirklich mit dem, was wäre, wenn. Was wäre, wenn ihre Großeltern in ihrem Heimatland geblieben wären, anstatt auszuwandern? Was wäre, wenn sie unterschiedliche Karrieren gewählt hätten? Das muss für eine überzeugende Lektüre sorgen. Es ist erstaunlich, wie unser Leben von Faktoren geprägt werden kann, auf die wir keinen Einfluss haben. Auf jeden Fall. Die Autorin zeichnet wirklich ein anschauliches Bild davon, wie sich ihr Leben auf radikal andere Weise hätte entwickeln können. Ich kann mir vorstellen, dass das sowohl faszinierend als auch ein bisschen beunruhigend wäre, um darüber nachzudenken, wie sich ihre gesamte Existenz verändert haben könnte. Exakt. Da wundert man sich fast, sind wir wirklich die Autoren unserer eigenen Geschichten? Oder folgen wir nur dem Weg, der uns vorgezeichnet wurde? Das ist eine tiefgründige philosophische Frage, John. Das hängt wohl davon ab, wie viel Entscheidungsfreiheit und Willensfreiheit wir als Individuen ihrer Meinung nach besitzen. Richtig, genau. Der Autor scheint sich sehr damit auseinanderzusetzen. Erkundung der Spannung zwischen Schicksal und Selbstbestimmung.
Es klingt wie eine zum Nachdenken anregende Untersuchung dieser jahrhundertealten Debatte. Ich verstehe, warum sie das wirklich dazu bringen würde, über die Art ihrer eigenen Lebensreise nachzudenken. Auf jeden Fall. Es hat mich dazu gebracht, viel über die Rolle von Zufall und Umständen im Vergleich zu unseren eigenen Entscheidungen und Handlungen nachzudenken. Das sind die großen Fragen, die die Fantasie wirklich anregen können. Ich wäre neugierig, mehr über Ihre eigenen Überlegungen zu diesem Thema zu erfahren. Sicherlich hat es mir viel zum Nachdenken gegeben. Okay, Zeit, wieder in diese Geschichte einzutauchen und meine eigene Was wäre wenn Reise fortzusetzen. Klingt nach einem Plan, John. Viel Spaß bei Ihren literarischen Erkundungen und zögern Sie nicht, mir weitere Ihrer Erkenntnisse mitzuteilen. Werde ich machen? Danke, Anna. In Ordnung. Zurück zur Vorstellung alternativer Zukünfte. Bis später. Lektion 11. Die Kunst des Zuhörens. Hey Anna, ich wollte deine Gedanken zu etwas hören. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu effektiver Kommunikation? Das ist eine aufschlussreiche Frage, John. Meiner Meinung nach ist aktives Zuhören die Grundlage effektiver Kommunikation. Ah, ich verstehe, was du meinst. Es geht also nicht nur um den Sprecher, sondern darum, sich wirklich darauf zu konzentrieren, die andere Person zu verstehen. Exakt. Zu oft sind die Leute so sehr damit beschäftigt, ihre eigene Antwort zu formulieren, dass sie nicht wirklich zuhören, was gesagt wird. Du bringst ein gutes Argument vor. Ich denke, es ist allzu leicht, sich in unseren eigenen Perspektiven und Agenden zu verfangen. Auf jeden Fall. Aber wenn wir uns bemühen, unsere eigenen Vorurteile und Vorurteile beiseite zu legen und uns wirklich auf die andere Person zu konzentrieren, wird die Kommunikation so viel effektiver. Das macht Sinn. Was bedeutet also aktives Zuhören, außer einfach still zu bleiben, während die andere Person spricht? Nun, es beinhaltet Dinge wie Augenkontakt zu halten, klärende Fragen zu stellen und zu paraphrasieren, um sicherzustellen, dass Sie es richtig verstanden haben. Ich verstehe, das sind alles großartige Techniken. Es geht darum, voll präsent und engagiert zu sein, anstatt die Worte nur passiv zu hören. Genau. Aktives Zuhören zeigt, dass Sie die Perspektive der anderen Person schätzen und sich gemeinsam bemühen, eine Verbindung herzustellen. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Das zeigt Respekt und baut Vertrauen in die Beziehung auf. Absolut. Und wenn beide Parteien sich verpflichten, wirklich zuzuhören, öffnet das die Tür für einen viel bedeutsameren, produktiveren Austausch. Ich kann mir vorstellen, dass das wichtig wäre, insbesondere bei der Erörterung komplexer oder sensibler Themen. Exakt. Aktives Zuhören ist eine Fähigkeit, die Übung erfordert, aber die Vorteile in Form eines klareren Verständnisses und stärkerer Verbindungen sind immens. Das ist eine großartige Art, es auszudrücken. Okay, ich werde mich bewusst bemühen, in Zukunft an meinen Fähigkeiten zum aktiven Zuhören zu arbeiten. Wunderbar, John. Ich bin zuversichtlich, dass Sie die Vorteile in Ihren persönlichen und beruflichen Beziehungen erkennen werden. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Werde ich machen. Danke, Anna. In Ordnung. Zeit, diese Tipps zum aktiven Zuhören in die Tat umzusetzen. Toll, viel Spaß beim Üben. Effektive Kommunikation ist eine so unschätzbare Lebenskompetenz. Einverstanden. Wir sehen uns später. Anna. Lektion 12. Fitnessroutine enthüllt. Hey Anna,
Ich wollte dich nach deiner typischen Trainingsroutine im Fitnessstudio fragen. Was machst du normalerweise? Gute Frage, John. Nun, normalerweise fange ich mit etwas Cardio an, vielleicht 20 bis 30 Minuten auf dem Laufband oder Crosstrainer, um meine Herzfrequenz zu erhöhen. Ah, ich verstehe. Das ist eine gute Art, sich aufzuwärmen. Und zu was gehst du nach dem Cardio normalerweise über? Als nächstes konzentriere ich mich auf Krafttraining. Ich mache gerne eine Mischung aus freien Gewichten und Kraftgeräten, um verschiedene Muskelgruppen zu trainieren. Interessant. Welche Arten von Kraftübungen findest du am effektivsten? Ich mache wirklich gerne Kniebeugen, Ausfallschritte und Kreuzheben, um meinen Unterkörper zu trainieren. Und für den Oberkörper mache ich Dinge wie Bizeps-Curls, Schulterdrucken und Rudern. Das klingt nach einer abgerundeten Routine. Arbeiten Sie auch im Bereich Kernarbeit oder Flexibilität mit ein? Auf jeden Fall. Ich achte immer darauf, mein Training mit einigen Rumpfübungen wie Planks und Bauchmuskelübungen zu beenden. Und ich versuche mich auch gründlich zu dehnen. Das macht sehr viel Sinn. Die Aufrechterhaltung von Flexibilität und Rumpfstärke ist für die allgemeine Fitness so wichtig. Das hast du richtig verstanden. Es geht darum, ein ausgewogenes Programm zu erstellen, das alle wichtigen Muskelgruppen und Fitnessaspekte abdeckt. Absolut. Und finden Sie, dass Ihre Routine von Tag zu Tag sehr unterschiedlich ist, oder halten Sie sich an einen ziemlich konsistenten Plan? Ich würde sagen, es ist ein bisschen von beidem. Ich habe eine allgemeine Struktur, der ich folge, aber ich verwechsle oft die einzelnen Übungen, um die Dinge interessant zu halten. Das ist ein großartiger Ansatz. Abwechslung ist der Schlüssel, um während des Trainings motiviert und herausgefordert zu bleiben. Exakt. Und ich finde, dass ein Wechsel der Dinge auch hilft, Plateaus zu vermeiden und sicherstellt, dass ich kontinuierlich Fortschritte mache. Ausgezeichneter Punkt. Okay, du hast mir viele tolle Einblicke in eine effektive Fitnessroutine gegeben. Zeit für mich, an der Erstellung meines eigenen Plans zu arbeiten. Wunderbar, John. Freut mich, dass ich ein paar nützliche Tipps geben konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, während Sie Ihre Fitnessroutine einrichten. Werde ich machen. Danke, Anna. In Ordnung. Zurück zu meiner Trainingsforschung und Planung. Bis später. Bitte abonniere, like und teile unseren Kanal. Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr großartige Inhalte zu erstellen. Danke.